Ja, moin zusammen hier bei ADH Fishing und hallo Stefan Schmid hier von Flyfish Europe. Du hast uns für das Jahr 2025 hier eine neue Rolle mitgebracht, unschwer zu erkennen vom Design und natürlich, weil es auch draufsteht, von Lamson. Was genau für eine Rolle habe ich hier in meiner Hand? Ja, es ist und bleibt eine Lamson. Definitiv, Sie heißt Guru E wie Euronymph oder Euronymph. Ist eine Rolle, die speziell für dieses Euronymphing konzipiert ist. Die hat 2, 3 Features dran, die wirklich wichtig sind für diese Art Fischerei. Eins kann ich direkt sehen, wir haben hier auf jeden Fall einen Full Frame, also einen geschlossenen Käfig, dass die dünnen monophilen Schnüre oder auch Running Lines bei der Schusskopffischerei nicht rausrutschen. Wo sind die anderen Details, sag ich mal, versteckt? Ja, also eben der volle Käfig ist das eine. Dann ist sie etwas schmaler gehalten als eine normale Rolle in diesem Durchmesser oder in dieser Größe. Ja. Damit die Schnur, die feine Schnur zentriert ist, weggeht, direkt zum ersten Ring, der ja bei einer Euronymph-Route tendenziell ein bisschen dran ist, ja. mehr dran dass ist. Die Schnur nicht von links oder rechts kommt, sondern genau, straight. schön straight rein, damit man auch das Gefühl dort behält. Ja, macht Sinn. Und dann hat diese Rolle ein besonderes Feature noch. Die hat mitgeliefert so eine coole Dose. Die Medikamente. Die Medikamente eigentlich, damit das Euronymph-Fishing perfekt läuft. Die hat 3 verschiedene Gewichte. Eine halbe Unze, eine Unze und 1,5 Unzen, also 14, 28 und 42 Gramm. Und die passen dann in der Mitte auf die Achse. Ich kann das schnell mal zeigen. Gerne. Also ganz normales Klicksystem hier zum Rauspressen der E-Spule oder Spule. Dann ist da so ein Schlüssel dabei und nur in der Mitte drauf. Kappe wieder aufschrauben und schon habe ich die Rolle jetzt im Gewicht um 14 Gramm erhöht. Okay, ist natürlich ein wichtiger Faktor für die Nymphenfischer, weil es ja verschiedene Längen gibt. Je nachdem, an welchem Bach man unterwegs ist, ob am kleinen Bach oder am großen Bach, werden ja gern mal 10 Fuß lange Routen verwendet, 11 Fuß lange Routen. Ja, und je nachdem, wie schwer oder eben wie lang die Route ist, dessen Hebel könnt ihr dann mit diesen unterschiedlichen Gewichten ganz einfach ausbalancieren. Ja, es ist perfekt und ich habe dann immer genau das Gefühl, genau das neutrale Gewicht in der Hand, damit ich die feinen Bisse beim Euronymphing wirklich spüre und nicht irgendwo mit zu viel Gewicht hinten, zu viel Gewicht vorne irritiert werde. Und so kann ich eigentlich alles austarieren, ausbalancieren, dass es optimal stimmt. Ja, also bei dem größten Gewicht, 42 Gramm, kann man sagen, macht das schon einiges bemerkbar bei der Rolle. Da würde ich sogar sagen, kann man die Rolle auch optimal verwenden an so einer richtig kleinen Trout-Spay-Route zum Beispiel, die ja perfekt weit über 11 Fuß sein können, um eben auch diese Rolle dort zu verwenden. Ne? Und auch da macht es natürlich Sinn, wenn man mit Schussköpfen fischt, ob jetzt beim Trout-Spay oder an der Küste. Der Full Frame hilft natürlich ungemein, mit diesen dünnen Running Lines oder auch dünnen Euronymph-Schnüren zu handeln. Was ich noch sehe, ist auf jeden Fall ein V-Kern, auch üblich bei Lamson. Ja. Ja, also optimale Schnurführung. Und des Weiteren sehe ich auch hier, dass diese viereckigen Aussparungen schön abgerundet sind. Also auch hier die Schnurführung, falls man mal nicht genau gerade abzieht, wirklich super gelöst, dadurch, dass sie eben nicht über irgendeine Kante rutscht. Ja, die ist wirklich sauber gearbeitet, 3D gefräst, jeweils die Spule und der Käfig oder das Gehäuse aus einem Stück raus. Ja. Und auch an der Rolle ist eigentlich das klassische konische Bremssystem von Lamson. Ja. Das heißt wasserdicht, okay. Also wirklich dicht, nicht nur abgedichtet oder gekapselt, sondern wirklich dicht. Also auch gut für den Einsatz an der Küste im Salzwasser geeignet. Ja, oder auch wenn ich eben mit feinen Vorfächern fische, weil es eine konische Bremse ist, ruckt sie nicht, sie ist vom ersten Zentimeter an fein. Okay, das heißt, man sprengt das Vorfach nicht, man kann optimale Bremswirkung einstellen, ruckfreies Abziehen, das ist natürlich auch wichtig gerade bei diesen dünnen Tippet-Geschichten wie beim Nymphen. Ja. Das Ganze hier mit einer Klickbremse habe ich schon gesehen, also kann man stufenweise immer direkt auf die Tippet-Stärke oder eben den Druck des Fisches einstellen. Ja, ist sehr präzise damit. Ja, also im Großen und Ganzen wirklich alles, was man sich für das Nymphen wünscht in dieser Rolle. Ja, absolut. Also sie hat einen Fullframe, voller Käfig, eine V-förmige Spule, damit die Schnur schön zentriert kommt. Sie ist einstellbar im Gewicht mit diesen Zusatzgewichten
und hat eine feine konische Bremse, ruckfreier Abzug, alles was man braucht. Und sieht auch noch schick aus. Ich bin ja immer so ein Fan von coolen Designs. Ja. Das Ganze kommt natürlich auch noch in einem Neopren-Case, das heißt, die Rolle ist super geschützt. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, die Lamson Guru E.